Herzlich willkommen Leute, zurück auf einem neuen YouTube-Video auf dem Alice Ehrenfrau-Kanal. Es ist 8 Uhr morgens und ihr kriegt, wie das ein oder andere im Insta-Girl sagen würde, ein realistic full day of eating, ohne meine Makros zu tracken. Spaß beiseite, ihr habt nach meiner Ernährung in der Wettkampfvorbereitung 2025 für den Mr. Olympia gefragt. Und hier kriegt ihr sie. Heute steht ein Rest Day an. Dementsprechend startet man auch gediegen rein. Und es ist das erste Full Day of Eating aus einer neuen Umgebung. Und zwar sind wir ja, wie der ein oder andere weiß, umgezogen. Und dementsprechend, ja, sind neue Gegebenheiten und neue Umstände am Start. Und ich nehme euch heute mit in einen Tag der Ernährung an meinem Rest Day. Ich bin noch absolut gerädert vom gestrigen Beintraining und dementsprechend startet man auch erstmal mit Flüssigkeit in den Tag. Das kann ich euch auch allen empfehlen. Jetzt tatsächlich ein auf Hashtag Upperclass, ne, Spaß beiseite, aber Black Forest Wasser, beziehungsweise generell Wasser. Wir haben jetzt Glasflaschen am Start. In Berlin war die Sache noch anders. Da wollte man die Glaskästen nicht in den 9. Stock tragen, um mal Real Talk zu sprechen hier. Und was ich mir auch aufsetze, ist ein Tee, Ingwertee, Grüntee und Bergtee, also irgendwelche verschiedenen Teesorten, klatsche ich mir rein. Und zusätzlich natürlich, weil jetzt die Wettkampfvorbereitung losgegangen ist, Meta X 2.0, 10 Gramm, nüchternen Magen. Und dann geht's ab ins Gym, Cardio-Training, Stretching und Sauna. So, im Studio angekommen. Ich sag's euch jedes Mal, einfach ein crazy Feeling, hier reinzulaufen und sich zu denken, ey, davon hat man mal als Kind geträumt oder als 14, 15, 16-Jähriger. Und jetzt kann man hier reinspazieren und sein Ding machen. Und die erste Amtshandlung ist hier erstmal in die Sauna rein und der Gerät hier anzuschmeißen. So, dann kann das Ding vorheizen. Vorheizen wie der Backofen, wo ich aka das Chicken mich dann später reinsetzen werde. Vorher wird Cardio gemacht. Aktuelle Cardio-Routine, 31 Minuten. Also wir sind von den 20 Minuten in der Offseason auf 31 hoch. Und ich wähle heute das Bike, denn gestern war Beine und das hat richtig gescheppert, deswegen kann ich den Stairmaster heute auf jeden Fall vergessen. Deswegen schön aufs Fahrrad, 31 Minuten strampeln, dabei höre ich mir meistens Podcasts an und dann seht ihr, was es zu trinken gibt hinterher. So, wie zum Urlaub laufe ich hier rüber in die Küche, Cardio wäre erledigt. Ja gut, wahrscheinlich würde ich im Urlaub nicht mit dem Stativ an den Strand gehen. Hashtag der Geier. Und jetzt muss der Körper erstmal versorgt werden. Das ist hier meine tägliche Routine. Ihr seht hier das Line-Up an allen wunderschönen ESN Supplements. Alle, die ihr heute seht, könnt ihr mit Code Polacco bei ESN erwerben. Meine Vorbereitungen unterstützen, euch was Gutes tun. Ihr kennt's. Und bei mir gibt es das Daily 4 in 1 Sour Power Geschmack seit, keine Ahnung, 3 Jahren oder wie lange es das Produkt jetzt gibt. Einfach richtig nice. Was ich mir auch noch reinklatsche, sind Elite Aminos. Seit neuestem. Nicht, weil ich mehr Leucin will oder mehr Aminosäuren unbedingt. Da sind im Daily schon genug drin, neben dem Magnesium, neben dem Kreatin, neben dem Kollagen und dem Leucin eben, sondern wir haben hier noch eine Elektrolytformel mit drin und jetzt gerade, wenn man gut durchgeschwitzt ist vom Cardio, einfach optimal, um das Ganze nochmal zu unterstützen. Zudem ist Citrullin drin und Citrullin, jetzt wird es hier ein bisschen wissenschaftlich, ist ein Vasodilator, also tut die Gefäße erweitern und durch erweiterte Gefäße kann sich auch der Blutdruck regulieren. Kleiner Tipp an alle, die heute Abend Date haben und performen wollen.
Arginin und Citrullin vorher laden, dann kommt auch ordentlich Blut, nicht nur in den Muskel, sondern ihr wisst Bescheid. So, die Tipps von Beeren hier an dem Full Day of Eating, was soll ich euch sagen? Das klatsche ich mir rein, dann geht's ab in die Sauna, 15 bis 20 Minuten Infrarot, hat auch einen Haufen Vorteile und dann ab nach Hause. Wieder zu Hause angekommen und nach der Erstversorgung gibt es bei Alicia erstmal ein paar Tomaten. Klassisch morgens, was gibt es Besseres? Spaß beiseite, es gibt die erste Mahlzeit und zwar beinhaltet diese Büchse hier Buchweizenflocken. Buchweizen, was ziemlich geil ist. Alternative für Haferflocken oder Reispudding. Gerade am Morgen einfach ein geiles Meal, gut in den Tag zu starten. Also könnt ihr mal ausprobieren. Das sind Buchweizenflocken und ich kann die euch mal rausholen. So sehen die hier aus. Buchweizenflocken. Gibt es bei Alnatura, auf jeden Fall Top-Werte und auch eine gute Ballaststoffquelle. Die werden sich reingezwirbelt, zusammen mit 40 Gramm Whey-Isolat, 120 Gramm Beeren und 99%iger Schokolade. Und der Geheimtipp ist, wenn man die Buchweizenflocken anrührt, mit kochendem Wasser, ordentlich Zimt natürlich dazu reingibt, dann das Whey und dann die Schokolade, dann schmilzt es richtig geil zusammen und die Beeren kühlen das Ganze dann ab. Darüber gibt es auf jeden Fall noch ein bisschen Meersalz und die Supplements dazu, was ich zurzeit auch jeden Morgen mache, schon seit einem halben Jahr, ist ein Teelöffel Schwarzkümmelöl. Soll zahlreiche gesundheitliche Vorteile haben und antiinflammatös sein, ebenso wie die Subs, die ich morgens nehme, wie Omega-3, Vitamin D3, K2, Magnesium, Ashwagandha und den Athlete Steak. Das Ganze werde ich mir reinzwirbeln und dann sehen wir uns zum nächsten Meal wieder. Ansonsten steht nicht viel an, sage ich euch ganz ehrlich. Ich versuche mich 100% zu erholen heute, um morgen wieder Kraft zu haben für die nächste Session, die ansteht. Und dementsprechend, ja, wird erstmal eine gepflegte Runde gepennt oder gezockt. So sieht das Endergebnis dann aus. Habt ihr auf jeden Fall ein geiles Porridge. Schön cremig und fatschig. Und das wird sich jetzt gegönnt. Makros zu allen Meals, Kalorien und so werden auf jeden Fall eingeblendet hier irgendwo. In diesem Sinne, einen guten. Nach einem erfolgreichen Powernap und einer Runde League of Legends, Win by the way, Top Lane dominiert. Gibt es jetzt die nächste Mahlzeit. So haben wir hier, wie ihr seht, einen Bottich Reis. Wir haben hier Ninja Airfryer, oben Gemüse drin, 300 Gramm, Zucchini und Paprika und hier unten 750 Gramm Fleisch. Auf 3 Mahlzeiten verteilt und das gibt meine 3 Reismeals, die ich außerdem benutzt. So Salzsticks, das ist immer 1 Gramm, kommt über die Mahlzeit rüber. Ebenso Pfeffer und dann geht das Ganze auf jeden Fall gut rein. Ganz wichtig, vergesst nicht eure Meals zu salzen für ja, Tausende von Dingen, die wichtig sind für den Körper. Unter anderem auch die bessere Aufnahme der Carbs. Es wird sich reingezogen und eins von den 3 Meals. So sieht das Ganze dann am Ende auf dem Teller aus. Simple but effective, was soll ich euch sagen? Ich sag's euch ganz ehrlich, I'm not gonna lie, ich bin wieder eingepennt. Heute ist der Wurm drin, aber gestern habe ich mich dermaßen aus dem Leben geschossen, dass das heute auf jeden Fall ja, einfach sein muss. Und was der Körper braucht, das gibt man ihm. Und somit zum nächsten Meal. Und zwar gibt es für meinen All-Time Classic Designer Rice Pudding. Und ich weiß noch nicht, für was ich mich entscheide. Ob Schoko oder Vanille. Ich glaube, es wird Vanille.
Da kommt dann noch ein guter Zimtteppich drüber und 80 Gramm Himbeeren rein. Da hinten läuft der Accountant 2. Ich habe nicht viel von dem Film mitbekommen, weil ich eingeschlafen bin. Also die Mahlzeit hier ist meine Lieblingsmahlzeit und aktuell kriegt ihr sogar auf alle Proteine bis zu 25% auf ESN. Also schaut vorbei, shoppt mit Code Polacco, wisst ihr Bescheid. Und das wird zusammengemischt und sich gegönnt. Danach gehe ich mit Alice einen Kaffee trinken. Ich werde euch immer noch mal das finale Produkt zeigen. Sehen wir hier, denn ich mische das zusammen, klatsche das dann noch in die Mikro für 1,5 Minuten und dann seht ihr, es ist hier außen so teigig und innen flüssig. Und das ist sehr geil. Dreimal dürft ihr raten, welche beiden Spezialisten, die von der hier gerade einen Kaffee trinken gehen wollten und das Café nicht offen hatte. Egal, einen schönen Spaziergang gemacht, halbe Stunde durch die Hut. Jetzt hat Alice sich, zeig mal das Wasser, das Erkli, das Türkenwasser, umsonst sogar, perfekt. Jetzt geht es dafür den Berg hoch, wieder ab nach Hause. Aber wenigstens aktiviert. Das mache ich am Rest Days auch ganz gern. Und als nächstes kommt der Toni, das ist mein Therapeut, mein neuer Therapeut hier in meiner neuen Hut. Und der behandelt mich. Das ist immer sehr, sehr wichtig. Vor allem, wenn ich noch schwer bin, wenn ich leichter bin, ist es zwar angenehmer, beziehungsweise wird es besser, aber der Muskel oder die Muskeln sind schon sehr verklebt. Und die öffnen wir, machen mich wieder frei und machen die Muskeln wieder schön ready fürs nächste Workout. So, anstatt einem Kaffee gibt es eine Capri Sonne Zero. Also ich filme heute alles, was ich zu mir nehme. Dementsprechend dachte ich mir, auch Getränke, außer jetzt das Wasser, ist ein bisschen lame. Aber ich versuche viel zu trinken, 5 Liter mindestens am Tag. Und gerade an Rest Days fällt es mir schwer. Was ich immer ganz gut finde, ich weiß, es gibt die Hardcore-Leute, die sagen, keine Süßstoffe, gar nichts mehr in der Vorbereitung. Aber ich sag so, wenn man das Ganze verträgt, kann man das auf jeden Fall einbauen. Und bei mir hat es nie geschadet. Klar, wenn ich jetzt 8 Liter Cola saufen würde, wäre es eine andere Nummer. Aber so ein Beutel Capri oder eine Coke Zero oder so mal zwischendurch macht gar nichts aus, solange ihr euer Wasser auch trinkt. Dementsprechend hat sich das gegönnt. Ich könnte schon wieder pennen, ich sag's euch, aber ja, so funktioniert Profi-Bodybuilding. Das Geräusch hört man doch gerne. Next one. So, bevor der Therapeut kommt, haben wir das nächste Meal. Das zweite von 3 Rice Meals. Wie ihr seht, 100 Gramm Reis, 250 Huhn, 100 Gemüse. Makros blende ich euch ein. Und here we go. Und mittlerweile haben wir es kurz nach 8. Es gibt die letzte Kohlenhydratmahlzeit. Nochmal 100 Gramm Reis, 250 Gramm Chicken, 100 Gramm Gemüse. Und somit die letzten Carbs für heute. Die Therapie war gut, ich bin ein bisschen verklatscht, aber der Rücken und die Arme sind frei, um morgen wieder richtig rein zu klatschen. Ich werde mich gleich nochmal nach draußen begeben, eine kleine Runde machen und das Ganze verdauen sozusagen. Und dann gibt es die letzte Mahlzeit für heute und dann geht es schon wieder ab ins Bett. So sieht's aus. Ich würde sagen, verhaften wir das Ding. Und wenn ihr euch noch nichts zu essen geholt habt, dann solltet ihr das spätestens jetzt machen. Oder ihr bleibt schmal. So, und der Tag neigt sich dem Ende zu. Obwohl Rest Day war, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, bin ich irgendwie ein bisschen fertig. Aber
Ich finde auch eigentlich an Trainingstagen, erst nach dem Training bin ich so richtig da, richtig am Stissel. Jedenfalls wollte ich den Full Day of Eating beenden, und zwar mit der letzten Mahlzeit. Der treue Zuschauer vom Hauptkanal, wo auch schon ein paar Full Day of Eatings angegangen sind, der weiß, was kommt. Letztes Meal ist bei mir carbfrei tatsächlich, weil einfach die Kohlenhydrate bei mir über die Nacht weggelassen werden. Irgendwo muss man sie wegstreichen. Wo man sie als letztes wegstreichen sollte, ist rund ums Training. Aber abends in dem Sinne nur noch Proteine und den Hauptteil meiner Fette, die ich an den Tag zu mir nehme. Und zwar aus dem Grund, dass Fette den Stoffwechsel oder die Verdauung, beziehungsweise nicht den Stoffwechsel, die Verdauung verlangsamen. Und durch die verlangsamte Verdauung ihr die ganze Nacht mit Nährstoffen befüllt und versorgt werdet. In diesem Sinne gibt es bei mir 50 Gramm Isolat mit, wo haben wir's? 30 Gramm von dem Mandelmus hier. Ich kann euch Rapunzel auf jeden Fall empfehlen. Das ist eine unbezahlte Werbung, aber die haben auf jeden Fall sehr leckeres Mandelmus. Ihr merkt, ich bin durch. Ich nehme noch meine Subs dazu. Ist nochmal Omega-3, wäre sehr wichtig, antientzündlich. Ist Ashwagandha, ist Magnesium, ist UC2, Kollagen, ist, ne, ich weiß nicht alles ganz genau auswendig. Gott sei Dank habe ich da immer für 2-3 Monate im Voraus alles schon vorbereitet und muss dann nicht jeden Tag aufs neue 20 Dosen aufschreiben. Das kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen. Ah genau, jetzt sehe ich es hier. Von Alice schnappe ich mir immer das More Sleep Spray. Und somit geht es dann ab in die Haie. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Der Zweitkanal wird jetzt aktiver bespült. Mein Büro ist fast fertig und ihr könnt euch auf jeden Fall freuen. Abonniert den Kanal, lasst uns den Play-Button holen für Alice, die hat es verdient. Und ja Mann, bleibt stabil, habt Spaß im Leben und guten Pump. Bis zum nächsten Mal, euer Bär. Adios. Aha, fast vergessen.